Hallo ihr Lieben, heute erkläre ich euch die Benutzung des Backofensets Black Pacific von Gorenje. Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass nach jedem Kochen der versenkbare Bedienknebel zurück auf die Position 0 gedreht und ins Bedienfeld gedrückt werden muss. Das geht übrigens nur, wenn er genau auf 0 steht. Dank des schwarzen Designs sieht man nicht, ob ein Kochfeld ganz aus ist. Dabei leuchtet die Warnleuchte heiß im Keramikkochfeld noch. Ich habe so ein Tuch und einen Kochlöffel angebrannt, weil das Kochfeld noch nicht ganz aus war und ich es nicht bemerkt habe. Die Führungen des Backofens ermöglichen das Kochen oder Backen auf 5 Ebenen. Gezählt wird immer von unten nach oben. Die oberen 2 Ebenen sind zum Grillen vorgesehen. Schiebe den Rost oder das Blech immer genau in den Schlitz zwischen den oberen und unteren Draht der jeweiligen Ebene. Schiebe es immer bis ganz nach hinten in den Ofen. Lege das Blech oder den Rost einfach auf die Schienen des Teleskopauszugs. Du kannst den Rost direkt auf ein Backblech legen und beides zusammen auf eine Schiene schieben, so dient das Blech direkt als Fettpfanne. Das Gerät ist mit einem Lüfter ausgestattet, der das Gehäuse, die Tür und die Gerätesteuereinheit kühlt. Nach dem Ausschalten des Ofens läuft der Lüfter weiter, um den Ofen abzukühlen. Das empfinde ich als sehr störend und aus Energiespargründen als unnötig. Der Gitterrost wird zum Grillen direkt oder als Halterung für eine Pfanne oder eine Auflaufform verwendet. Der Rost hat Sicherheitsverriegelung, heb ihn vorne leicht an, wenn du ihn rausziehen willst. Flaches Backblech wird für kleines flaches Gebäck wie Plätzchen oder als Auffangschale verwendet. Es kann sich beim Erhitzen kurz verbiegen, nimmt aber beim Abkühlen wieder seine normale Form an. Das Allzweck-Tiefbackblech wird zum Braten von Fleisch, Fisch oder Gemüse und zum Backen von feuchtem Gebäck verwendet. Es kann auch als Tropfschale verwendet werden. Das tiefe Blech darf aber niemals ganz unten auf die erste Ebene geschoben werden. Stelle das Backgeschirr immer auf den Rost. Der Rost erlaubt, dass heiße Luft um das Backgeschirr zirkulieren kann. Dadurch werden Gerichte gleichmäßig von allen Seiten erhitzt. In der darunter liegenden Ebene dient ein Backblech oder eine Allzweckpfanne als Fettauffangschale, um den Ofenboden sauber zu halten. Falls du Backpapier verwendest, überprüfe zuerst, ob es hitzebeständig ist. Backpapier verhindert, dass die Lebensmittel auf Backblech haften bleiben und erleichtert das Putzen. Das Programm Schnelles Vorheizen des Backofens. Heize den Backofen nur dann vor, wenn es das Rezept verlangt. Wenn du die Schnellvorheizfunktion verwendest, schiebe die Speise erst dann in den Ofen, wenn diese vollständig aufgeheizt ist. Ein schnelles Vorheizen empfiehlt sich bei empfindlichem Fleisch, zum Beispiel Lende, und bei Hefe- und Biskuitteigen, die eine kürzere Backzeit benötigen. Das Aufheizen eines leeren Backofens verbraucht viel Energie. Daher wird empfohlen, wenn möglich, mehrere Gerichte nacheinander zubereiten oder mehrere Gerichte gleichzeitig auf unterschiedliche Ebenen zubereiten. Im nächsten Video zeige ich Reinigung und Pflege vom Backofen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.